Ja, moin und willkommen hier beim SF500 Umbau. Ihr seht schon, heute geht es um die vordere Bremse. Der wunderschöne Brembo-Sattel, den habe ich hier mal dran gehalten. Der passt auch sehr, sehr gut hier schon mal dran. Die Löcher, ja, also könnte schlechter sein alles. Ich werde jetzt mal einen Plan machen und gucken, wie ich das hier am besten realisieren kann. Der Abstand passt soweit. Es gibt auch eine Differenz in der Flucht der Bremse, ist aber alles kein Problem. Wie gesagt, ich mache jetzt mal einen Plan, Skizze, überlege mir irgendwas Schönes und dann wird es ja wahrscheinlich ein Alu-Adapter werden, den ich ein bisschen fräse, bohre. Also wird sicher spannend, bleibt dran, abonniert den Kanal und dann würde ich sagen, los geht's. Den Bremsadapter habe ich jetzt hier auf diese 20 mm glatte Alu aufgezeichnet. Habe hier noch ein bisschen mit der Gabel und noch ein paar andere Radien dran gemacht. Ich bohre jetzt die Löcher, säge das, fräse das, schleife das und montiere es am Ende. Die Maße habe ich vorher am Motorrad hier ermittelt, hier rumgerechnet, ein bisschen Schablonen erstellt und werde jetzt die Löcher, also ich werde sie nicht anbohren nach dem Muster, was ich aufgezeichnet habe, sondern habe hier die Maße runtergeschrieben, spanne das ganze Ding in die Fräse ein und fahre dann X- und Y-Achsen jeweils ab, dass ich genau die Bohrung habe und dann säge ich den Kram aus. Ich habe auch etwas mehr Alu bestellt, jetzt nicht Unmengen viel mehr, aber so viel mehr, dass ich auch mal einen zweiten Versuch machen kann. Oder einen dritten oder einen vierten vielleicht. Falls das erste Mal das Teil hier nicht klappt. Aber eigentlich, ich habe ja alles ausgemessen, müsste passen. Also gehe ich jetzt rüber in die Fräse zum Bohren. Und mache noch ein bisschen Blabla im Hintergrund. Also ist meine Fräse hier. Ich lege erstmal Parallelunterlagen hin, damit das Werkstück perfekt im Schraubstock gespannt werden kann. Bohrfutter rein, Zentrierbohrer rein, um die Bohrung anzubohren. Nachdem die jetzt angebohrt sind, kann dann der Bohrer rein. Ich bohre dann erstmal vor. Ich weiß gar nicht, was ich für einen Bohrer genommen habe, aber am Ende soll ein M10er Gewinde rein. Dann wisst ihr genau, welcher Bohrer gebohrt werden muss. Und dann schön einspannen im Schraubstock und das M10er Gewinde hier reinschneiden. Anfangs muss man natürlich super aufpassen, dass alles rechtwinklig ist zum Werkstück. Aber danach geht es relativ einfach und kann es einfach durchdrehen. Ich mache das auch immer von Hand, weil mit dem Akkubohrer, da hat man einfach nicht so viel Gefühl und kann schnell den Gewindebohrer abreißen. So sieht der Bremsadapter jetzt aus, fertig gebohrt und fertig Gewinde geschnitten. Ja, ich habe nochmal die Linie nachgezeichnet. Das Schwarze sind die Teile, die ich noch wegfräsen werde. Ich gehe jetzt in die Bandsäge, schleife das Ganze und dann geht es wieder an die Fräse. Nach dem Sägen schleife ich jetzt hier an dem Rohrschleifer die Kontur nach, damit diese Sägespuren alle weg sind. Ich habe noch keinen Bandschleifer, deswegen mache ich das hier an dem Gerät. Und nach dem Schleifen kommt jetzt auch schon der letzte Schritt. Ich fräse jetzt hier noch ein bisschen die Flächen plan, damit das auch perfekt mit der Bremse fluchtet und der Sattel so sitzt, dass er nicht wirklich auf einer Seite schleift und er gleichmäßig greifen kann. So sieht der Adapter jetzt am Ende aus. Ich werde den vielleicht nochmal beschichten oder eloxieren, das weiß ich noch nicht, aber erstmal montiere ich ihn. Ganz gut geworden ist hier auch, dass der Bremsadapter und die Gabel genau hier parallel eine Fläche haben. Und den Radius hier, den passe ich nachher nochmal an. Aber jetzt montiere ich erstmal den Bremssattel. Zu guter Letzt dann nochmal hier ein schönes Abschlussbild. Also der Bremssattel läuft schön frei, die Bremsbeläge liegen natürlich an, deswegen gab es hier ein paar Schleifgeräusche. Das Teil bremst auch, ich habe das schon mal getestet. Wirklich, es beißt schön zu.
Ich bin dann gespannt, wie es auch im Fahrbetrieb funktioniert, die Bremse. Damit ist die Folge jetzt auch vorbei. Bis zum nächsten Video.